Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich eine Familienspezialität, nämlich unser Heiligabendessen. Schlesische Weißwürstchen mit Sauerkraut, Tunke und Roggenbrot in brauner Butter. Die Tunke ist eine Lebkuchentunke mit Backobst, Pastinaken und Malzbier. Das hört sich recht abenteuerlich an, ist aber eine Delikatesse und ich habe mit diesem Essen schon einmal den 3. Platz bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Der Feinschmecker gemacht. Da es ein Abendessen ist, wird frühmorgens, also 12 Stunden vor der Zubereitung, das Backobst in Wasser eingeweicht. Manchmal gibt es Ananas im Backobst, die nehme ich immer heraus. Das Obst sollte so gerade eben mit Wasser bedeckt sein. Hier habe ich eine Karotte, die ich mit dem Sparschäler schäle. Die Enden werden abgeschnitten wie gezeigt. Dann habe ich hier die Pastinake, welche ich ebenfalls schäle. Sie ist etwas trockener als die Karotte und es geht etwas schwerer. Nichtsdestotrotz werden alle Unsauberkeiten entfernt und auch hier die Enden abgeschnitten. Die Pastinake schneide ich nun in dicke Stifte von ca. 2,5 cm Länge und 4 mm Breite. Die Karotten muss man dann anschließend immer in feinere Stifte schneiden, also nur 3 mm Breite, denn die Pastinake gart schneller als die Karotte. Hier seht ihr Pastinaken- und Karottenstifte im Vergleich. Karotten und Pastinaken kommen zusammen in einen Topf, werden gesalzen, gepfeffert und obendrauf kommt ein Stück Butter zum Dünsten. Des Weiteren schneide ich den Lebkuchen in kleine Würfel. Außerdem gebe ich noch ein kleines Stück Zartbitterschokolade zum Lebkuchen. Ich stelle ihn zur Seite, bis ich ihn benötige. Man kann diese Arbeit auch schon im Voraus machen, dann hat man des Abends weniger Stress. Das Sauerkraut habe ich bereits am Vortag gekocht, denn aufgewärmt schmeckt es uns besser. Und außerdem backe ich an Heiligabend noch ein Roggenbrot mit einem Roggenanteil von mindestens 50%. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Weizenbrot passt überhaupt nicht zur Tunke. Wie ich das Roggenbrot backe, zeige ich hoffentlich noch in einem anderen Video. Möhren und Backobst werden zunächst getrennt in 2 Töpfen gegart, werden aber zeitgleich aufgesetzt. Das Backobst bei mittlerer Hitze und die Möhren bei geringer Hitze, damit die Butter schmelzen kann. Wer sich unsicher ist, kann einen Esslöffel Wasser dazugeben. Da die rohen Weißwürstchen länger braten, als man erwartet, fange ich ebenso auch schon an, sie auf kleinster Stufe anzubraten. Ebenso wärme ich das Sauerkraut langsam wieder auf. Und auch das Brot ist mittlerweile fertig gebacken, abgekühlt und wird in Scheiben geschnitten. In den kleinen Tiegel habe ich bereits die Butter für meine braune Butter gegeben. Die Garzeit für Backobst und Möhren beträgt ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das Backobst habe ich zum Kochen gebracht und wenn es wie hier schön brodelt, kontrolliere ich vorsichtig, ob genug Flüssigkeit im Topf ist, damit es von nun an langsam garen und nichts ansetzen kann. Dabei sollte nicht zu kräftig durchgerührt werden. Es kommt der Deckel drauf und die Hitze wird reduziert. Sobald die Möhren und Pastinaken gar sind, drehe ich sie ab und meistens ist dann auch das Backobst weich gekocht. Hier teste ich es mit einem Zahnstocher. Nun gebe ich die Möhren auf das Backobst und verteile sie vorsichtig darüber. Ihr habt richtig geraten, ohne zu viel zu rühren. Und jetzt wird eine gute halbe Flasche Malzbier darüber gegossen, denn das ursprüngliche Einweichwasser ist mittlerweile verdampft bzw. vom Backobst aufgesogen. Anschließend gebe ich den bereitstehenden Lebkuchen darauf, inklusive dem einen kleinen Stück Schokolade. Mehr als ein kleines Stück ist auf keinen Fall nötig. Sie gibt, neben einer schönen Farbe, auch noch eine gewisse Geschmackstiefe. Die Tunke wird weiter bei niedriger bis mittlerer Hitze gekocht. Dabei verteile ich den Lebkuchen gleichmäßig, damit er sich mit dem Malzbier vollsaugen kann. Es muss nicht viel gerührt werden. Der Lebkuchen löst sich ganz von alleine in der Flüssigkeit auf. Jetzt kann man auch mal probieren. Um die Tunke geschmacklich abzurunden, muss noch gesalzen werden
Und auch Pfeffer darf nicht fehlen. Darüber hinaus gebe ich noch eine gute Messerspitze Zimt sowie die gleiche Menge Lebkuchengewürz in die Soße. Der Lebkuchen ist so weit aufgekocht und dick geworden, dass ich den Rest Malzbier in die Soße geben und nunmehr einmal beherzt durchrühren kann, um die Gewürze zu verteilen. Dazu nehme ich einen Kochlöffel mit einer breiten Unterseite, damit ich über den Topfboden fahren kann und dabei nicht das Obst zerquetsche. Falls die anderen Zutaten noch nicht fertig sein sollten, wird die Tunke zugedeckt und vom Herd genommen. Dann kann sie noch etwas ziehen und so schnell wird sie nicht kalt. Spätestens jetzt sollten die Teller vorgewärmt werden. Die Butter im Tiegel zerlasse ich, bis sie zu brauner Butter aufkocht. Das dauert eine Weile. Tunke, Würstchen, Kraut, geschnitten Brot sind fertig. Es kann angerichtet werden. Das Sauerkraut und die Würstchen kommen auf den Teller, daneben kommt die Tunke, wobei man darauf achten sollte, von allen Obstsorten etwas zu verteilen. Aber auch von den Möhren und Pastinaken, denn die geben einen besonderen Geschmack. Es wird dann unweigerlich etwas voll auf dem Teller, aber so ist das nun mal bei der guten alten Heimatküche. In das letzte freie Eck kommt eine Scheibe von dem Roggenbrot, und zwar gerissen in mundgerechte Stücke. Wer keine Würstchen bekommt, kann auch sehr gut Karpfen oder gebackene Forelle zu der Tunke mit dem Sauerkraut reichen. Ich weiß, es klingt ungewöhnlich, aber es passt sehr gut. Alles schon ausprobiert. Die Butter muss noch etwas kochen, bis sie braun wird und auf das Brot gegossen werden kann. Wer die Mühe und den Kitsch nicht scheut, kann das Brot auch mit Weihnachtsförmchen ausstechen. Das Besondere dieses Essens ist, dass man im Grunde mit jedem Bissen einen anderen Geschmack im Mund hat, je nachdem, welches Obst man gerade erwischt. Die Pastinaken geben ein ganz besonderes Aroma. Das Sauerkraut gleicht die Süße des Backobstes aus und die braune Butter auf dem Brot schmeichelt dem Gaumen und gibt ihre Röstaromen zum Besten. Diesen letzten Schritt sollte man möglichst am Tisch zelebrieren. Zu trinken dazu gibt es bei uns immer ein Malzbier. Bier passt natürlich ebenso, aber auch ein Gewürztraminer schmeckt sehr gut zu diesem Essen. Bei meinen Großeltern gab es nicht nur Würstchen zu der Tunke, sondern auch noch Karpfen und Ente. Dabei symbolisiert der Karpfen das Wasser, die Ente den Himmel, das Würstchen die Erde und das Backobst das Feuer der Sonne. Bei uns gibt es dieses Essen nur 3-mal im Jahr: an Heiligabend, an Neujahr und zu Heilige Drei Könige. Das macht das Essen so besonders. Es ist auch recht praktisch, denn an diesen Tagen ist die Essensplanung sehr einfach. Tunke und Sauerkraut lassen sich ohne Qualitätseinbuße sehr gut einfrieren und wieder auftauen, dann hat man sogar noch weniger Arbeit. Vielleicht ist es ein wenig zu früh, euch schöne Feiertage zu wünschen, aber ich tue es trotzdem, denn man soll das Leben genießen und die Feste feiern. Ich hoffe, ihr probiert dieses Traditionsgericht der schlesischen Küche einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg beim Zubereiten der Tunke, herzliche Grüße und wie immer guten Appetit!